Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Kupfer signalisiert Goldaktienrallye. Disclaimer. Kupfer signalisiert Goldaktienrallye. Kupfer signalisiert wie 2002, 2009, 2016 und 2020 die Beginn einer Goldaktienrallye. Immer nach dem Ausverkauf bei Kupfer war es interessant, bei Goldaktien einzusteigen. Hingegen signalisieren hohe Kupferpreise bislang immer einen kommenden Rückgang bei Goldaktien. Also man nennt es ja auch Dr. Copper. Da steckt eben sehr viel Indikator mit drin mit dem Kupferpreis, weil es eben auch stark konjunkturabhängig ist und mit allen anderen Märkten vernetzt ist. Und wenn man sich das einfach mal ansieht, zum Beispiel jetzt 2007 und so, wo eigentlich hier wirklich Kupfer gepiekt hat, da war es wirklich ratsam, sich von Goldaktien zu trennen, weil sie wurden ja danach dezimiert. Und als dann Kupfer, sag ich mal, einen absolut extremen Tiefspunkt gehabt, war es super für Goldaktien und wir hatten ja diese riesige Goldaktienrallye von 2009 bis 2011. Das Gleiche gilt hier für 2016, wo wir so einen absoluten Tiefpunkt auch haben, beziehungsweise auch jetzt hier Anfang 2020, Corona-Krise oder auch aktuell jetzt. Ist auf alle Fälle ein Indikator, dass Goldaktien attraktiv ist und nicht unattraktiv beispielsweise. Ja, so viel dazu. Sie sehen das die Statisten. Ich meine, natürlich ist Kupfer kein monetäres Metall. Es wird ab irgendeinem Punkt, wird es sich abkoppeln, wenn die Leute wirklich Angst, also diese systembedingte Angst kommt, dass sie nur noch mit Gold und Silber das retten können. Wenn das mehr und mehr ins Bewusstsein kommt, dann bekommen natürlich Gold und Silber eine Eigendynamik. Aber momentan kann es noch als ganz guten Indikator eigentlich dienen. Silberprojektgenerator mit Operationen in Mexiko, Kanada, hohes Risiko. Das sind sozusagen hier die Superlative bzw. Highlights dieses Unternehmens. Und zwar sind es zum einen große Silberressourcen in einem guten Silberabbaugebiet in Mexiko. Und das andere Highlight ist, sie haben auch noch in Red Lake in Ontario, also ganz auch wiederum, wie im Video gestern bei einer anderen Aktie, haben die Gebiete auch in der Nähe des Great Bear Resorts. Das ist ja die beste Goldaktie, die wir soweit in den letzten Jahren hatten, die von 2016 von 5 Cent auf $30 stieg. Und das liegt eben zum einen an diesem Gebiet und auch das führt natürlich zu leuchtenden Investorenaugen. Und wenn Gold und Silber wieder favor kann sie halt doppelt profitieren mit riesigen Silbermengen und zum einen und dann auch noch in diesem Great Bear Resources Gebiet Red Lake und hat also zwei Superlative, die vielleicht mal zuschlagen könnten. Ja, die haben zum einen das La Joya Projekt in Mexiko, also das ist 75 Kilometer südöstlich des Hauptstaates des Bundesstaats Durango, in einer ergiebigen mineralen Region mit der Vergangenheit produzierender und in Betrieb befindlicher Minen, einschließlich der Mine San Martín von Grupo Mexiko, der Mine Sabinos von Industrie Pinoles, der Mine La Colorada von Pan American Silver, den Silberminen La Parella und Del Toro von First Majestic. Der Zugang und die Infrastruktur in der Nähe des Grundstückes gelten als ausgezeichnet, da sich in der Nähe Autobahnen, Eisenbahnlinien und Stromleitungen befinden. Sie haben also Erwerb des Silbergrundstück La Loya, 15 Claims, insgesamt 4.600 Hektar von First Majestic Silver Corp, einer der größten Silberproduzenten Mexiko. Das Grundstück beherbergt die Lagerstätten Main Minerals Trend, MMT, und San Niño und Coloradito. Bohrergebnisse sind hier 550 Gramm pro Tonne Silber, 5,5 Gramm Gold und 6% Kupfer. Insgesamt haben sie nachgewiesene Ressourcen von 80 Millionen Silber, dann haben sie 160 Millionen Unzen Silberäquivalent und noch eine halbe Million Unzen Gold sowie 436 Millionen Lips Kupfer. Wenn man das in den Potentialfaktor tut, das ist ja, sage ich mal, wo wir aus einer Marktkapitalisierung den
Land, den Grad des Goldes oder des Silbers. Dementsprechend wird das in eine Formel zusammengetan. Müsste rein theoretisch diese Goldaktie um das sage und schreibe 399-fach höher stehen, wenn Gold 2.500 Dollar erreicht hat. Das ist natürlich utopisch, aber es zeigt auf alle Fälle an, wie hoch das Potenzial von solchen Aktien sein kann. Und Sie sehen es auch am Chart. Die Euphorie war erst drin. Das stieg fast auf 2,5 Dollar und ist jetzt wieder abgesoffen auf 0,44 Dollar. Also im Grunde genommen trotzdem immer noch höher als zur Corona-Krise. Also ich denke auf alle Fälle ein interessanter Einstiegspunkt bei dieser Aktie. Es ist eben noch nicht so ganz klar, was da mit dem Projekt wird, ob das vielleicht First Majestic auf irgendwelchen Punkten zurückgreift oder so. Da kann natürlich alles zurückkaufen, kann natürlich alles passieren. Es war natürlich auch absolut denkbar, dass das Management im Grunde genommen auch das Unternehmen weiterführen möchte, natürlich einen möglichst hohen Aktienkurs realisieren kann und dann vielleicht im Boom das verkaufen kann. Durchaus möglich, dass die Aktie ganz schnell über 1, 2 Dollar ist und dann eben noch 3, 4, 5 oder 10. Und wenn die Mania kommt, vielleicht sogar noch höher. Das ist natürlich das Interessante bei diesen Mengen, die riesig sind und eben diesen absoluten Superlativ, was sie in Kanada und Mexiko zu bieten haben. Ja, das war so viel zu der Aktie. Insgesamt meiner Meinung nach absolut interessant, absolut interessanter Einstiegspunkt. Ja, okay, das sind nochmal die Gebiete in Red Lake. Also das Pakwasch Lake Gebiet, da haben sie 4.200 Hektar großes Grundstück, befindet sich 30 Kilometer südöstlich der Stadt Red Lake und liegt ganz in der Nähe der Explorationsaktiven von Great Bear, das er jetzt King Ross übernommen hat. Und dort gab es eben zahlreiche hochgradige Goldentdeckungen. Ja, 7,5 Kilometer nördlich des Grundstück Dixie ist das Ganze gewesen. Grundstück Logolat Lake, dort besitzen sie 2.500 Hektar, befindet sich wiederum 30 Kilometer südlich der Stadt Red Lake und liegt in einem strukturell aktiven Gebiet des Red Lake Mining Division, etwa 15 Kilometer das Grundstück Dixie Gold, also ganz dicht bei Great Bear. Und das ist, sage ich mal, noch ein Bonus, der im Übrigen nicht eingepreist ist in diesem Potenzialfaktor. Dieser Potenzialfaktor, den ich Ihnen gezeigt habe, berechnet sich ja, gehen wir mal zurück, berechnet sich ja hier aus 0,5 Millionen, also das in Mexiko, die haben nochmal eine halbe Million Unzen Silber und dann eben diese 80 Millionen Unzen Silber und 160 einfach zusammen, die sind 240 Millionen, ergibt sich das. Also Kupfer, dieses Kupfer ist nicht reingerechnet und auch die gesamte Red Lake Story nicht. Ja, und ich brauche nicht zu sagen, was passieren kann, wenn der Goldmarkt an Tempo und Heiß aufnimmt, dann schauen wir uns das doch mal an. Sie kennen ja die Story von Bre-X, das ist ein reiner Betrugsfall ist, aber nur die Fantasie, dass da viel Gold drin ist. Und das kann ja mit diesen Aktien auch passieren, dass ich meine, die haben viel schon jetzt nachgewiesen und dann können die Investoren und alle möglichen, wir wissen es nicht, zu einer ähnlichen Betreibung führen. Hier war es eben von 1993, 96, diese BX-Skandal, das hat bei 30 Cent, die Aktie, die ich gerade erzählt hatte 40 Cent und die stieg hier in der Höhe auf 288, ohne je Gold zu besitzen, sondern nur die Fantasie davon. Und hier ist eine Aktie, die unglaubliche Ressourcen hat, die in Kanada wie Mexiko, die Silber und Gold hat. Ich sage jetzt nicht, dass das Gleiche passieren kann, aber dieses Phänomen könnten wir bei der einen oder anderen auch erleben und es kann in eine enorme Bewertung gehen. Warum soll also unsere Aktie, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, für 40 Cent nicht auf über 1 Dollar wieder ganz schnell zurückgehen und dann auf 3, 4, 5 oder 10? So, und damit sprechen wir doch gar nicht von diesen absolut gigantischen Bewertungen. Ich meine, das ist ein glücklicher Zufall, das kann man nicht planen, ganz klar. Okay.
Ja, inspiriert sind wir natürlich von dieser Gold-Bullmarkt in den 1970er Jahren, und da sind einige Goldaktien von 15 oder 20 Cent auf 10, 20, 30 Dollar gestiegen. Absolut utopisch. Teilweise konnte man ohne Probleme hier aus 1000 Dollar 50 oder 100.000 machen oder in einigen Fällen sogar eine Viertelmillion. Und das ist natürlich eine Situation, die wir hoffen wir, dass sie sich wiederholt, und jetzt bei dieser Tiefe, dass wir diese absoluten Tiefe, dass wir diese Preise können und am Ende mit etwas Glück, und falls es wirklich ein riesiger Goldboom-Markt ist, ähnliche Bewertungen haben. Und da habe ich dann eben eine super Gold zur Watchlist, die ich dem Subscriber ja zuschicke, hier notiert. Ja, es sind immer Aktien mit wirklich Superlativen. Ne? Es ist ein gutes Explorationsteam, es ist eine besonders gute Jurisdiction, ein besonders gutes Gebiet, besonders hochgradiges Gold, besonders viel. Ja, nochmal zum 1000-Bäcker-Board. Also wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen, sehr hohen Risiko zu ordnen, den Potenzialfaktor zu berechnen. Es ist auch eine Exit-Strategie vorhanden. Was könnte man kaufen, wenn dieser Gold- und Goldaktienboom vorbei ist? Einlagerung Silber und Sachwerte bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte, die sind in jeglicher Situation immer an Gold und Silber gekommen. Preisvergleich, ja, bevor Sie physisch überhaupt Silber kaufen, einfach auf diese Preisvergleichsportale gehen, dass Sie kein beteuertes Gold und Silber kaufen. Nützliche Informationen, das sind die weiteren Informationen, welchen Broker können Sie in der EU arbeiten, in der Schweiz, Goldeinlagerungen in Schweiz und Liechtenstein, weitere wichtige Informationen. Wenn Sie generell Fragen haben, können Sie mich kontaktieren. Manchmal gibt es Zustellungsprobleme, weil irgendwas nicht durchkommt, wie auch immer. Dann, wenn es irgendwelche Fragen oder Probleme, mich einfach anrufen. Ich rufe Sie dann spätestens zurück. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren und einen Like-Button zu geben, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.